Wisst ihr noch, wie sich der anfühlt? Ich erinnere mich, als ich meinen ersten zwischen die Finger bekommen habe und tja, Geld ist halt mehr als ein Stück Papier und demnächst soll es auch digital sein und vielleicht auch programmierbar. Stellt euch vor, dieses Geld hat Bedingungen und sobald die Ware übergeben wird, könnt ihr dieses Geld bezahlen, ohne dass ich es physisch noch benötige. Also, es würde von ganz alleine funktionieren. Klingt wie Science Fiction, könnte aber Realität werden. Wie das mit dem digitalen Geld funktioniert, das erklärt mir jetzt Manuel. Du hast auf deinem LinkedIn-Profil stehen Digitizing Money. Scannst du dann das Geld ein, damit du es digital benutzen kannst? Ja, das gehört nicht dazu. Bei mir geht es eher darum, wie verändern diese 4 neuen digitalen Geldformen, um die es aktuell geht, das Banking, also die Bank selber, für die ich ja arbeite, wie aber auch den Unternehmenszahlungsverkehr. Also was Unternehmen letzten Endes wirklich mit diesen neuen Geldformen machen können. Mir fallen auf Anhieb 2 Geldformen ein. Einmal, wenn ich bar bezahle und ein anderes Mal, wenn ich halt mit der Karte oder mit dem Handy bezahle. Da kommen jetzt 2 digitale Formen zu diesen beiden Funktionen schon hinzu. Denn das Bargeld, das wird letzten Endes hier vom physischen Bargeld zum Retail CBDC, das ist das digitale Euro-Projekt der EZB, wo es darum geht, Zentralbankgeld in digitaler Form bereitzustellen, also wirklich wie digitales Bargeld. Und die Karte, das ist letzten Endes ein Bezahlmedium, um Einlagen bei einer Bank zu übertragen. Das ist mit Abstand die am meist verbreitetste Geldform. Und auch da geht es darum, letzten Endes die traditionellen Einlagen, hier dargestellt traditionelle Deposits, eben zu tokenisieren, also auf der Blockchain darzustellen. Und über diese 2 Geldformen hinaus gibt es dann noch 2 weitere. Das ist einmal das Interbankengeld, was wir heutzutage schon bei der Bundesbank zum Beispiel in Konten halten. Das sind die Reserven, die können auch auf einer Blockchain dargestellt werden. Da geht es dann um Wholesale Central Bank Digital Currency. Und dann kommt gerade jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, war da sehr viel Bewegung drin, noch die Stablecoins dazu. Und Stablecoins sind auch Geld, was aber von Nichtbanken häufig ausgegeben wird, reguliert nach E-Geld in Europa. Und das haben wir auch schon seit Jahren. E-Geld, das ist die 4. Geldform. Bei Stablecoins geht es ganz stark um Blockchain-Use-Cases, ja? Oder auch um den internationalen Zahlungsverkehr möglicherweise für Unternehmen. Das ist alles noch im Entstehen, aber da wird gerade sehr viel Hoffnung und Erwartung reingesetzt, dass das also hier zu einer weit verbreiteten neuen Geldform führt, die auch genutzt werden kann von Retail-Kunden, also von uns beiden, aber auch von Unternehmen. Es hat aber nichts mit Kryptowährungen zu tun. Das ist vielleicht ganz wichtig. Also es ist nicht so, dass das ein Bitcoin ist, weil er jetzt auf der Blockchain ausgegeben wird, sondern das ist weiter reguliertes Fiat-Geld, also Euros oder US-Dollar. Das sind die alten Scheine noch, ja? Der D-Mark. Ja, das sind alten D-Mark. Den Ja. kenne ich noch. Den habe ich nicht gesehen. Das Gauss. Von wann sind die? Das ist hier steht drauf 1980. Wohingegen hier hinten Deutsche Bundesbank 1963, aber das ist wahrscheinlich nur das Design. Ja. Und dann muss hier in den 90ern das überarbeitet worden sein. Wenn das bald zum digitalen Euro wird, das ist ja ein Use Case für mich privat, aber auch halt im Business. Wieso stecken da momentan so viele Emotionen drin? Digitaler Euro. Ja, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Vor allem haben doch einige in der Gesellschaft irgendwie Angst davor, dass der Staat dann da plötzlich alles sehen kann. Ja, also bei digitalen Zahlungen, das hinterlässt ja immer irgendwie eine digitale Spur. Und da gibt es einige in der Gesellschaft, die also denken, der Staat will jetzt alles wissen und schafft da also die totale Kontrolle. Das wird nicht kommen. Die EZB und das Eurosystem, Bundesbank und so weiter, die setzt da alles darauf, dass das rein technisch gar nicht möglich ist. Es geht vielmehr darum, dass die Person hier, die gerade einkauft, letzten Endes nicht mehr mit Bargeld zahlen muss oder mit der Karte zahlen muss, dass da Einlagen bei Banken letzten Endes bewegt werden, sondern also eine digitale Alternative zum Bargeld hat. Und es geht also vielmehr um den C2B-Zahlungsverkehr, wo Customers auf Neudeutsch beim Business einkaufen und weniger um den B2B-Case. Aber was passiert jetzt ganz genau bei den Unternehmen, wenn die den digitalen Euro haben? Wenn die Händler den digitalen Euro erhalten und sie müssen ihn akzeptieren, das wird gesetzliches Zahlungsmittel, das heißt, jeder Händler, der Endkundengeschäft hat, wo ich und du einkaufen können, die müssen den digitalen Euro akzeptieren. Und dann ist es aber so, jetzt stell dir vor, die Analogie zum Bargeld, weil es ist im Prinzip ja digitales Bargeld. Heutzutage ist es so,
am Tagesende hat der Laden hier ganz viel Bargeld, muss dann das Bargeld nehmen und bringt das Bargeld letzten Endes zur Bank. Und dann wandert das Geld letzten Endes, ja, hier dargestellt, im Tresor in der Bank. Aber das Geld geht zur Bank und die Bank schreibt letzten Endes dem Unternehmen das Geld im Konto gut. Ja? Und genau dasselbe passiert beim digitalen Euro auch, aber ohne, dass der Händler einen aktiven Schritt einleiten muss, um das Geld dann zur Bank zu bringen, sondern das passiert ganz automatisch und das Geld wird sofort auf dem Girokonto auf der Bank als Einlage gutgeschrieben. Das heißt, die Unternehmen, die können den digitalen Euro eigentlich gar nicht halten, sondern das Geld wird akzeptiert, das digitale Zentralbankgeld, der digitale Euro, und dann wandert es sofort auf das Girokonto bei der Bank. Also aus dem digitalen Euro wird sofort wieder Giralgeld. Was haben denn Unternehmen vom digitalen Euro? Ja, das ist die Kernfrage. Also es gibt keine riesige Neuheit, was Unternehmen jetzt damit machen können. Aber es gibt ein paar Vorteile. Und zwar, wir haben in Europa keinen europäischen Zahlungsverkehr. Ja? Zumindest am Point of Sale nicht, also an der Ladenkasse. Es gibt nationale Schemes, nennen wir die, wie die Girocard zum Beispiel. Aber es gibt kein paneuropäisch übergreifendes Zahlungssystem, Zahlungsscheme, wie wir es nennen, sondern wenn ich mit meiner Girocard in Spanien was kaufen möchte, dann brauche ich da immer internationale Kreditkartennetzwerke. Und da geht praktisch der digitale Euro rein und will also hier digitales Zentralbankgeld dafür nutzen, eben ein Zahlungssystem bereitzustellen, was europäisch funktioniert. Da gibt es auch andere Initiativen, wie zum Beispiel Vero von der European Payments Initiative. Da sind wir auch Teil davon und unterstützen das. Und das gilt es jetzt zusammenzuführen, dass wir nicht zwei unterschiedliche Methoden bauen, die eigentlich dasselbe machen wollen. Wie wichtig ist es dann, dass diese Zahlungen auch programmierbar sind? Ja, das Thema Programmierbarkeit, das ist super spannend, natürlich auch in aller Munde. Aber der digitale Euro ist jetzt nicht unbedingt die Geldform oder auch das Bezahlsystem, was Unternehmen dabei helfen wird, programmierbare Use Cases oder Bezahlungen zu machen. Ja? Sondern da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Da kann man erstmal Instant Payments nutzen. Die laufen heute schon sehr schnell ab und die können auch getriggert werden, wenn bestimmte Bedingungen bereits erfüllt sind. Was ist denn so ein konkreter Use Case, den die Kunden mal zu dir gebracht haben und gesagt, den würden wir gern programmieren? Ja, wir haben uns da unterschiedliche Dinge angeguckt, im Procurement, in der Logistik, auch in der Zulieferung. Viele Use Cases sehen wir aber auch zum Beispiel im Kapitalmarkt, wo es darum geht, zum Beispiel ein Wertpapier einfach zu veräußern, wo dann die Geldseite gepaart in derselben atomaren Transaktion abgewickelt wird. Dann kommt endlich T+0. Genau, daran wird viel gearbeitet. Hätte ich nie für möglich gehalten in meiner Börsenzeit. T+0 ist sofortiges Settlement. Das heißt, Wertpapier gegen Geld in derselben Millisekunde. Du sagtest atomar, genau der Moment, klack, einfach, Übertrag, Knopf gedrückt, alles erledigt. Und vor allem auch, dass das passiert oder es passiert eben nicht. Also das bedeutet atomar. Entweder es geschieht und dann werden beide Seiten gesettelt. Das Wertpapier geht über und das Geld geht über. Oder das passiert nicht. Das ist nicht so, dass einer in Vorleistung geht, erst das Wertpapier zusendet und dann kommt das Geld oder andersrum. Nein, entweder der Tausch klappt oder er klappt nicht.